In sie legten Forscher, Mediziner und vor allem Patienten größte Hoffnungen. Sie gilt bei ihren Anfängen vor gut 15 Jahren als der künftige Königsweg zur Bekämpfung tückischster Krankheiten. Doch wie es aussieht, erfüllt die Stammzellenforschung noch lange nicht die hohen Erwartungen, die in sie gelegt wurden. Auf einem Kongress in Berlin wurden nun zwar die vielen kleinen, erfolgreichen Schritte gewürdigt, die man mit Hilfe von Stammzellen, also quasi den Urzellen des menschlichen Körpers, schon machen konnte, etwa in der Therapie von Leukämiekranken. Aber das große Allheilmittel lässt sich mit Stammzellen wohl doch nicht so direkt finden. Das ist eine Stammzelle, für Wissenschaftler eine Alleskönnerin. Sie könnte zu Haut- oder Gewebezellen werden, vielleicht sogar irgendwann zu einem ganzen Organ, einer Leber oder einem Herzen. Gezüchtete Organe aus dem Reagenzglas, gezüchtet aus Stammzellen von Embryonen. Der Aufschrei zu Beginn der Forschung war groß. Die Debatte drehte sich ja um den moralischen Status des Embryos, nicht? Ob der Menschenwürde hat, ob er Ausmaße Menschenwürde hat. Darum wurde wirklich heftig gestritten. Ich glaube, dass der eigentliche Grund eben dieses Heilsversprechen war, was mit dieser Forschung verbunden war, diese metaphysische Aussicht auf Verjüngung. Heute, etwa 15 Jahre später, sehen die Wünsche der Wissenschaftler anders aus. Noch immer versuchen sie, die Biologie der Stammzelle zu verstehen. Diese Stammzellen, die haben ein paar super Eigenschaften, die wachsen ganz doll. Aber das ist natürlich auch ein Problem, die müssen auch aufhören zu wachsen, wenn wir sie dem Patienten geben. Das heißt, wir müssen die sehr gut aufreinigen können, bevor wir sie dem Patienten geben, sonst können sie Tumoren bilden. Immer wieder gibt es neue Forschungsansätze. In Frankreich haben Mediziner einem Patienten nach einem Herzinfarkt Stammzellen ins Herz gespritzt. Ergebnis: neues Gewebe ist entstanden. Aber ob das wirklich die Stammzellen waren, dafür gibt es keine Beweise. Wirklich regelmäßig wird die Stammzelltherapie nur für einige Leukämiepatienten in Kliniken eingesetzt. Weltweit zigtausend Transplantationen pro Jahr, wo diese Stammzellen von einem gesunden Spender einem kranken Patienten in erster Linie mit Bluterkrankungen, zum Beispiel Leukämie, transplantiert werden. Und damit kann man Leukämien heilen. In Hamburg geht es mittlerweile darum, warum sich eine Stammzelle irgendwann plötzlich zu einer Krebszelle entwickelt und wie man sie dann findet. Dieses Forschungsziel klingt weniger spannend als das von vor 15 Jahren, nämlich Organe zu züchten. Vielleicht war das ein zu großes Ziel. Das ist das Problem einer Forschung, die von so viel öffentlichem Interesse ist, dass eben zu viel versprochen wird und dass Versprechungen gemacht werden, als ob die Therapie schon um die Ecke rum wäre. Und ich denke, das ist falsch. Auch nach 15 Jahren sind die Forscher noch am Anfang, werfen die Stammzellen mehr Fragen auf als Antworten.